Das ist eine unserer 19 Hinterradnaben und wie diese aufgebaut ist, erfährst du in diesem Video. Hi, ich bin Marian von Acros und wir haben hier unsere 19XC Boost Hinterradnabe mit Microspline Freilauf. Grundlegend sind alle unsere Naben identisch aufgebaut, es gibt lediglich ein paar Unterschiede bei den verschiedenen Freilauftypen. Wir fangen jetzt an, die Nabe zu zerlegen und bauen sie anschließend in der richtigen Reihenfolge wieder zusammen. Um die Nabe auseinanderzubauen, benötigst du zwei 17er Gabelschlüssel und einen 6er Torx. Im ersten Schritt nimmst du den Torx 6 Schlüssel und drehst die Madenschraube des Nabenverstellsystems ungefähr 5 mm heraus. Dadurch löst du die Vorspannung auf deine Lager. Im zweiten Schritt nehmen wir unsere beiden 17er Gabelschlüssel und setzen den einen Gabelschlüssel an der Endkappe der Nicht-Antriebsseite an. Diese Endkappe ist fest mit der Achse verpresst. Das bedeutet, wir halten die Endkappe nur dagegen und nehmen dann den anderen Gabelschlüssel, setzen ihn an die Endkappe der Antriebsseite und lösen die Endkappe entgegen dem Uhrzeigersinn. Nachdem wir die Endkappe abgenommen haben, können wir den Freilaufkörper meistens mit der Zahnscheibe von der Nabe abnehmen. Hier können wir jetzt die einzelne Zahnscheibe und den Freilaufkörper sehen. Jetzt können wir den Spacer, der zwischen dem Freilaufkörper und dem Nabenkörper liegt, abnehmen und anschließend die Achse aus dem Nabenkörper herausdrücken. Dann nehmen wir noch die Dichtung, die auf dem äußeren Nabenlager liegt, ab und somit ist die Nabe komplett in ihre Einzelteile zerlegt. Jetzt bauen wir die Nabe wieder zusammen. Achte dabei darauf, dass das Nabenverstellsystem in sich geschlossen ist und hier bündig abschließt. Dann nimmst du deine Nabendichtung und steckst sie mit der metallischen Seite nach außen gerichtet auf deine Achse. Anschließend wird die Achse von der Bremsscheibenseite in die Nabe gesteckt. Anschließend folgt wieder der Spacer, der zwischen dem Nabenkörper und dem Freilaufkörper sitzt. Im nächsten Schritt montieren wir die Zahnscheibe. Achte darauf, dass die drei Federn der Zahnscheibe senkrecht zur Zahnscheibe stehen. Im Nabenkörper erkennst du an 3 Stellen 3 unterschiedliche Vertiefungen. Die flachste Vertiefung ist für die lauteste Lautstärke der Nabe zuständig und die tiefste und größte Vertiefung für die leiseste Stufe der Nabe. Wichtig bei der Montage der Zahnscheibe ist, dass die Federn zwangsläufig in einer der Vertiefungen sitzen. In unserem Fall montieren wir unsere Zahnscheibe in der mittleren Vertiefung. Sitzt die Zahnscheibe sauber in der Nabe, nehmen wir den Freilaufkörper und setzen ihn von oben auf die Achse. Jetzt können wir den Freilaufkörper mit der Endkappe fixieren. Jetzt nimmst du die beiden 17er Gabelschlüssel und setzt den einen Gabelschlüssel an der Endkappe der Nicht-Antriebsseite an. Und dann drehst du die Endkappe der Antriebsseite mit ungefähr 6 bis 7 Newtonmeter, also handfest, an. Im letzten Schritt drehen wir die Madenschraube des Nabenverstellsystems ungefähr um 1,5 Umdrehungen rein. Um das Lagerspiel endgültig einzustellen, muss die Nabe entweder im Zentrierständer oder im Fahrrad eingespannt sein und du drehst dann die Madenschraube so weit hinein, bis kein seitliches Spiel des Nabenkörpers mehr feststellbar ist.